Also schauen wir in den Katechismus. Erste Begriffe des katholischen Glaubens. Punkt 1. Gott hat uns erschaffen. Also der Katechismus geht auf jeden Fall davon aus, dass es Gott gibt. Aber stellen wir ruhig zuerst diese Frage. Gibt es Gott? Seit der Aufklärung entwickelt sich die Philosophie immer weiter in die Richtung des Agnostizismus, dass man über die Existenz Gottes keine Aussage treffen kann. Der Glaube und Religion seien demnach nur ein Ausdruck menschlicher Bedürfnisse und haben keinen Bezug zur äußeren Realität. Der Mensch braucht somit Gott, die Idee von Gott, um zum Beispiel moralisch zu handeln. Wenn jemand aber ohne diese Idee leben kann, wirkt sich das dann auf die Existenz Gottes aus? Wie wir schon aus der Folge über Wahrheit wissen, kann es nur eine Antwort auf die Frage nach Gottes Existenz geben. Entweder gibt es ihn oder nicht. Und es ist doch sehr wichtig, diese Antwort zu kennen. Die Bibel betont zwar auch immer wieder, dass uns Gottes Gebote zum rechten Handeln ermahnen, aber sie ergeben sich eben daraus, dass Gott existiert. Und diese Existenz ist der menschlichen Vernunft durchaus zugänglich. Der Tor sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verderbt, handeln abscheulich, da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr blickt vom Himmel herab auf die Menschen, um zu sehen, ob ein Verständiger da ist, einer, der Gott sucht. Und Paulus im Neuen Testament wird noch deutlicher. Denn der Zorn Gottes wird vom Himmel herab offenbart, wider alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn es ist ihnen offenbar, was man von Gott erkennen kann. Gott hat es ihnen offenbart. Seit Erschaffung der Welt wird nämlich seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. Daher sind sie unentschuldbar. Dieser biblische Lehre folgend formuliert das Erste Vatikanische Konzil im Jahre 1870 sogar als Dogma, dass Gott anhand der geschaffenen Erscheinungswelt mit der menschlichen Vernunft erkannt werden kann. Wenn jemand behauptet, der eine wahre Gott, unser Schöpfer und Herr, könne aus den Geschöpfen durch das Licht der menschlichen Vernunft nicht mit Sicherheit erkannt werden, so sei er im Banne. Also wollen wir vielleicht einen kurzen Blick darauf werfen, was die Vernunft über Jahrhunderte dazu gesagt hat. Die Philosophen und Theologen haben seit der Antike zwei Bereiche beobachtet und daraus die sogenannten Beweise für die Existenz Gottes abgeleitet: die Welt und den Menschen selbst. Ich werde hier nicht die ganzen Texte von Aristoteles oder Thomas von Aquin analysieren, sondern versuche, diese Gedanken in einer einfachen, kurzen Form zu fassen. Wenn wir die Welt um uns herum beobachten, bemerken wir, dass jedes Phänomen eine Ursache hat. Wenn sich eine Wolke bewegt, steckt der Wind dahinter. Der Wind wiederum entsteht aber daraus, dass der Luftdruck an zwei Orten in dem Moment unterschiedlich ist. Warum drückt aber die Luft auf die Erde? Weil es die Gravitation gibt. Warum gibt es die Gravitation? Diese Fragen können wir weiter und weiter stellen. Außerdem existiert alles, was wir sehen, nur bedingt. Mein Haus existierte nicht, bevor es nicht gebaut wurde. Und wäre es nicht gebaut worden, würde es immer noch nicht existieren. Es muss also nicht existieren. Auch die Erde gab es irgendwann noch nicht. Genauso mich gab es nicht, bevor ich gezeugt wurde. Etwas aber, was noch nicht existiert, braucht etwas anderes, um geschaffen zu werden, um anfangen zu existieren. Also irgendwo muss es einen Punkt geben, ab dem es nicht mehr weiter nach hinten geht. Am Anfang muss etwas stehen, was nicht nur das Ganze in Gang gesetzt hat, sondern was es geben musste. Weil, wie gerade gesagt, es muss am Anfang stehen. Etwas, das keine Ursache braucht, sondern aus sich selbst existiert. Nichts, was wir bis jetzt aus der materiellen Welt kennen, erfüllt diese Bedingungen. Und so entstand in der antiken Philosophie der Begriff das Absolut. Kritiker dieser Argumentation sagen, dass es kein Beweis noch für Gott ist. Dann ist eben das Universum dieses Absolut.
Leider widersprechen ihnen die Physiker, die das Weltalter auf nicht ganz 14 Milliarden Jahre berechnet haben. Weiterhin ist das Entstehen von organischen aus nicht-organischen Materie laut Wissenschaft unmöglich. Und das zufällige Entstehung von Leben in seiner Komplexität, die wir schon bei einzelligen Organismen sehen, anhand von Wahrscheinlichkeitsrechnung ausgeschlossen. Hier ein Zitat dazu. Seit die Biochemiker in steigendem Maße die ehrfurchtsgebietende Komplexität des Lebens entdecken, ist sein zufälliger Ursprung ganz offensichtlich so wenig wahrscheinlich, dass man diese Möglichkeit völlig ausschließen kann. Leben kann nicht zufällig entstanden sein. Schon eher könnte man erwarten, dass ein Windhauch am Strand die Sandkörner so hochwirbelt und wieder fallen lässt, dass daraus zufällig das Modell von Kölner Dom entsteht. Also müsste diese ursprüngliche Materie, die damals geknallt ist, bereits lebendig, intelligent sein und sogar eine geistige Komponente besitzen. Dem widersprechen wiederum aber die Physiker. Natürlich gibt es Religionen, die diese Welt als göttlich ansehen. Wenn wir aber die Welt betrachten, erfüllt es bei weitem nicht all das, was der Begriff absolut mit sich bringt. Wir sehen in der Welt nicht nur Schönheit und Perfektion. Die Welt an sich kann also nicht göttlich sein. Wenn wir Menschen imstande sind, unsere Erde nach und nach zu zerstören, wie könnte sie dann auch nur ein Teil von dem Absolut sein? Ein zweites gravierendes Argument für die Existenz Gottes ist der Fakt, dass über die ganze Geschichte und auf dem ganzen Erdkreis der Mensch an etwas glaubt, was höher ist als er. In dem neuen Katechismus lesen wir darüber. Von jeher geben die Menschen durch ihre Glaubensanschauungen und religiösen Verhaltensweisen wie Gebet, Opfer, Kult und Meditation ihrem Suchen nach Gott mannigfach Ausdruck. Diese Ausdrucksweisen können mehrdeutig sein, sind aber so allgemein vorhanden, dass man den Menschen als ein religiöses Wesen bezeichnen kann. Vom Standpunkt der Evolution betrachtet ist diese Entwicklung aber eher kontraproduktiv. Kein Tier verbrennt seine Nahrung als Opfer für ein höheres Wesen, sondern bunkert es, um sich das Überleben zu sichern. Das sind jetzt natürlich keine Beweise im naturwissenschaftlichen Sinne, sondern Argumente, die aber im Sinn übereinstimmend und überzeugend sind und uns zu wirklichen Gewissheit gelangen lassen. Also kommen wir zurück zum Katechismus. Das, was gerade gesagt wurde, deckt sich mehr oder weniger mit den ersten Punkten. 1. Gott hat uns erschaffen. 2. Gott ist das unendlich vollkommene Wesen, der Schöpfer und Herr des Himmels und der Erde. 3. In Gott sind alle Vollkommenheiten ohne Mangel und ohne Grenzen. Mit anderen Worten, Gott ist die unendliche Macht, Weisheit und Güte. Und 4. Schöpfer bedeutet, dass Gott alles aus nichts gemacht hat.